Unsere Rundreise hier in Indonesien geht weiter und nachdem wir 3 Wochen lang auf den Molukken, auf Ternate und auf Halmahera waren, was ein ziemliches Abenteuer war, sind wir jetzt nach Sulawesi übergesetzt und da wir gesagt haben, wir wollen auf Weltreise so wenig wie möglich fliegen, haben wir uns da eine Fährfahrt hier gegönnt. Genau, wir sind von Ternate nach Bitung gefahren, was im Endeffekt 9,5 Stunden gedauert hat und echt eine schöne Erfahrung war. Wir haben einen richtig netten Menschen kennengelernt, der gut Englisch gesprochen hat und dank dem durften wir auf die Brücke, haben den Kapitän kennengelernt und waren auch ganz oben auf dem Schiff, haben da den Sonnenuntergang geschaut. Und generell war es eine sehr angenehme Fahrt, weil die See sehr ruhig war, also wir hatten keinerlei Probleme mit Seekrankheit und es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Wir sind dann spät abends in Bitung angekommen, haben dort eine Nacht verbracht und sind am nächsten Morgen weitergefahren nach Tomohon, ungefähr 1,5 Stunden, wo wir jetzt auch gerade sind. Hier im Leos Hotel, was ziemlich günstig ist, kostet nur so 12, 13 Euro für ein Doppelzimmer, hat eine wunderschöne Dachterrasse mit Blick auf den Lokon, der Vulkan hier in der Umgebung. Und es hat ein sehr angenehmes Klima, weil es liegt auf ungefähr so 800 Metern, wodurch es ein bisschen kühler ist als in der Küste. Und die Stadt ist vor allem bekannt für den Extreme Market. Der wird selbst von den Locals so genannt. Und an dieser Stelle vielleicht schon mal eine kleine Triggerwarnung. Das könnte echt ekelhaft werden, was da an Tieren alles angeboten wird. Wir sehen es hier schon von unserer Dachterrasse und ja, machen uns jetzt gleich mal auf den Weg und gucken uns den mal an. Ernst gemeinte Triggerwarnung an dieser Stelle nochmal, weil was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist wirklich, wirklich heftig. Falls ihr sowas nicht angucken wollt, guckt in die Timestamps und überspringt das. Ich wollte es eigentlich auch gar nicht mit reinnehmen, aber es gehört halt immer dazu. Die Leute bereiten das hier zu, die Leute kaufen das, die Leute essen das. Von daher, das gehört genauso zur Realität wie schöne Strände und Vulkanbesteigungen. Aber ja, falls ihr es nicht sehen wollt, es gibt es auf jeden Fall, weil es wirklich heftig ist. Also ich fand es echt heftig. Es war nicht leicht, da durchzugehen. Ich meine, wir haben jetzt Fledermäuse gesehen, Schlangen, Hunde, die wurden gerade abgefackelt, danach ausgenommen, also die Eingeweide da rausgeholt. Das war schon hart. Also der Name Extreme Market kommt auf jeden Fall nicht von ungefähr, aber wir wollen davon überhaupt nichts verurteilen. Andere Länder, andere Sitten. Das passiert in Deutschland genauso auf einer industriellen Basis mit Fleisch. Hier sind es halt andere Essgewohnheiten. Wir sind nicht umsonst Vegetarier, dass wir sowas super ekelhaft finden. Aber die Leute waren auch sehr freundlich gewesen, haben uns viel dazu erklärt. Und ja, von daher wollen wir jetzt nicht hier mit erhobener Nase irgendwie sagen, oh mein Gott, wie können die nur? Ganz im Gegenteil. Es ist, wie es ist. Von daher, ja, keine Verurteilung an dieser Stelle. Ja, es gehört dazu und man sollte sich es auf jeden Fall auch anschauen, wenn man hier ist. Genau wie die Vulkane hier in der Nähe. Davon gibt es natürlich einige hier und ihr wisst ja, das mögen wir sehr gerne. Deswegen mieten wir uns gleich einen Roller und machen uns auf den Weg zu einem. So it's 150? Yes. Okay. Let's go! Wir sind jetzt so 15 Minuten mit dem Roller Richtung Mahawu-Vulkan gefahren. Hier kann man parken und zahlt eine kleine Spende und von hier aus geht es jetzt hoch. Das Ganze ist angelegt, es gibt so Treppenstufen, soll auch nur ungefähr 20 Minuten dauern, nicht besonders anstrengend sein. Also das war definitiv unsere leichteste Vulkanbesteigung bisher, zählt aber trotzdem als Nummer 11 und das macht es auch nicht weniger schön. Man hat einen tollen Blick in den Krater, man riecht auch so ein bisschen das Schwefel und das Panorama ist wunderschön, weil hinter dem Kraterrand türmt sich noch der Lokon auf, der Vulkan, den wir auch von unserer Unterkunft sehen können. Und ja, es ist leicht zu erreichen, es ist günstig, von daher ist es auf jeden Fall ein Ausflug wert. Und wir machen uns jetzt weiter, wir haben noch ein paar Spots auf Google Maps markiert, Lookouts, Wasserfälle, schauen einfach mal, was wir noch so machen, wie das Wetter hält. Bisher sieht es ganz gut aus. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik, baik.
Kleine Stärkung, bevor es weitergeht. Ja, wir sind jetzt hier in Tomohon noch was essen gegangen, in einem der vielen Warungs. Das sind immer so kleine Straßenlokale. Und es gibt eigentlich immer gebratenen Reis oder gebratene Nudeln. Und ja, wir lassen es uns jetzt schmecken und dann fahren wir weiter. Wir sind jetzt so 20 Minuten raus aus Tomohon gefahren und haben jetzt hier einfach an der Straße gehalten und uns mal durchgefragt, wie wir denn zu diesem Wasserfall kommen, den wir bei Google Maps gefunden haben. Und ja, hier ist ein Weg. Ich denke mal, der wird schon irgendwo hinführen. Okay, hier geht es schon mal scheinbar nicht weiter. Also wir verstehen nicht alles, was da steht, aber Stopp verstehen wir. Und da ist dann auch hier rechts so ein Ast über dem Weg, der den versperren soll. Google Translate sagt, Wälder schaffen und Bäume fällen. Ah, okay. Klingt so eigentlich, als könnte man durchgehen, oder? Ja, ich würde sagen, wir gucken trotzdem mal. So, Sackgasse, da vorne geht es auch noch weiter. Da ist auch ein Wasserfall, das kann man so ein bisschen sehen. Aber keine Chance hier durchzukommen, ohne durchs Wasser zu gehen. Ja. Ich glaube, wir drehen um, oder? Ja, ich glaube auch. Ich habe noch einen anderen Weg gefunden, in Anführungszeichen. Ja. Aber ich glaube, da oben ist dann so eine kleine Plattform, wo man vielleicht den Wasserfall sehen kann. Von daher probieren wir hier nochmal unser Glück. Nice! Wir sind zurück hier auf unserer Dachterrasse und trinken erstmal noch, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen, ein Bierchen und könnten eigentlich auch einen wunderschönen Sonnenuntergang sehen, wenn da nicht so eine riesige Wolke wäre, die ihn verdecken würde. Aber trotzdem schöner Ausblick hier und noch ein kurzer Nachtrag zum Extreme Market. Den kann man, je nachdem wie der Wind ist, hier auch auf der Dachterrasse riechen. Also da sollte man sich auf jeden Fall auch drauf gefasst machen, wenn man da ist. Das stinkt schon ziemlich ekelhaft. Und auch nochmal kurz zum Wasserfall. Das war auf jeden Fall richtig cool, hat Spaß gemacht. Aber wir können es natürlich nicht weiterempfehlen, weil zumindest jetzt gerade der Weg gesperrt ist. Es ist also eigentlich verboten, dahin zu gehen. Aber falls es trotzdem jemand machen will, dann würden wir sagen, auf jeden Fall nicht bei Regen machen und vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Wasserfälle hier in der Nähe. Vielleicht ist der eine oder andere davon auch zugänglicher. Außerdem gibt es im Süden von Tomohon noch 2 Seen, die sehr schön sein sollen. Und man kann auch die anderen Vulkane besteigen. Also auf jeden Fall jede Menge zu tun hier. Ja, grundsätzlich hat es uns hier eigentlich ziemlich gut gefallen. Also es ist jetzt nichts, was es in der Top 10 Weltreise-Highlight-Liste schaffen würde. Aber der Ort ist echt entspannt. Die Leute sind super freundlich. Man kann mit dem Roller in der unmittelbaren Umgebung einige coole Spots erreichen, wo man schnell ist. Von daher hat es uns echt gut gefallen. Und wir haben auch dazu Blogbeiträge, auch andere Indonesien-Videos von den Molukken. Wenn ihr mal Lust habt, schaut einfach mal vorbei bei www.betterbeyond.de oder in der Playlist von den Indonesien-Vlogs. Und damit verabschieden wir uns hier auch aus Indonesien, zumindest vorläufig. Aber erstmal geht es in ein anderes Land und da sehen wir uns dann wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Diesmal Mie Goreng auch ein bisschen mit Ameise. Extra Einlage hier. Ja, dann guten Appetit. Danke. Also ja, was soll ich da? Also dann müssen wir vorher mal besprechen, was ich jetzt sagen will, was jetzt wichtig. Ah, ich kann das nicht sagen. Nee, das so, war da jetzt auch schon wieder. Weißt du überhaupt, was du sagen willst? Geht doch nicht so cool. Kannst du mal bitte nach vorne gucken? Siehst du das Schild? Okay, ich glaube, wir sind nicht ganz richtig.